Bauernherbst? Wisst ihr, was das ist? Momentan sieht man ja viele Plakate mit Bauernherbst oder man liest davon in der Zeitung. Und heute schauen wir uns einmal genauer an, was damit eigentlich gemeint ist. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wie ihr hört, ist es heute wieder ein Video, in dem wir nur in Dialekt sprechen. Und das heißt auch, dass ihr wieder super euer Hörverständnis trainieren könnt. Los geht's! Verena, was ist jetzt eigentlich der Bauernherbst? Eine gute Frage. Der Bauernherbst ist immer zwischen Mitte August und Ende Oktober. Und das ist die Zeit, wo die Senner sind eigentlich Hirten, die im Sommer auf der Alm sind, die kommen jetzt wieder mit die Kühe ober ins Dorf. Und typischerweise werden diese Kühe auch geschmückt. Das heißt, die Senner kommen mit die geschmückten Kühe ober wieder ins Dorf. Und es beginnt jetzt die Zeit, wo man sie eben auf den Winter vorbereitet, wo die Ernte eben auch beginnt. Aber auch die Zeit, wo man dann gemeinsam feiert und die Lebensfreude ein bisschen zelebriert. Das klingt ja schon mal voll spannend, aber kannst du uns nur ein paar Details geben? Also wie kann ich mir jetzt einen Bauernherbst genau vorstellen, wenn ich da jetzt hingehen will? Zumindest in Salzburg ist so, dass 1996 das erste Mal der Bauernherbst gefeiert worden ist, und zwar in Obertrum am See. Damals haben erst mal 14 Orte mitgemacht. Mittlerweile ist das aber wirklich groß geworden und viel gewachsen, und es sind mittlerweile 76 Orte, die am Bauernherbst teilnehmen, und es gibt um die 2000 Veranstaltungen, also unglaublich viel zum Sehen. Und was genau? Also es gibt ganz viel Musikalisches, also traditionelle Musik, aber auch sehr spannend auch handwerkliche Sachen, Kunst und auch natürlich ganz viel regionale Speisen und Schmankerl. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie wir klar waren, sind wir nämlich auch oft zum Bauernherbst gefahren, und mich persönlich haben da immer diese handwerklichen Sachen interessiert oder beeindruckt, zum Beispiel so Holzkunst und so, das habe ich immer sehr spannend gefunden. Ja, und das kann ich mich auch noch erinnern, dass so Figuren immer oder Blumen oder so haben wir, glaube ich, einmal aus Holz geschnitzt. Genau, klar, ja. Und ich kann mich auch noch erinnern, dass sie da immer aus Heu so riesige Figuren dann auch gebunden, glaube ich, haben. An das kann ich mich auch noch gut erinnern. Genau, das ist auch eine typische Tradition im Bauernherbst, eben diese Heufiguren, die man überall sieht. Und typischerweise wird es auch sagen, alle Orte, die beim Bauernherbst teilnehmen, die haben normalerweise irgendwo im Ort oder eben als Ortsschüdel sehr schön geschmückt, entweder mit Heufiguren oder mit Blumen. Also daran erkennt man auch die Gemeinden oder die Orte, die am Bauernherbst mitmachen. Und welche Bedeutung hat der Bauernherbst in Salzburg? Ich würde sagen, der Bauernherbst hat schon eine relativ hohe Bedeutung. Vor allen Dingen natürlich als wirtschaftlicher Faktor ist er sehr wichtig für den Tourismus. Aber auch der Bauernherbst ist sehr wichtig, weil er eben wieder die Vereinskultur und auch das traditionelle bäuerliche Kulturen wieder mehr schätzt und in den Mittelpunkt stellt. Und das, glaube ich, ist eine schöne Möglichkeit, dass man einfach die Traditionen weiterleben lässt. Und natürlich wird das auch genutzt, damit man halt auch lokale Firmen, wie zum Beispiel die Salzburger Milch oder die Stieglbrauerei oder eben auch die Gössel-Trachten bewirbt und die lokalen Produkte einfach wieder in den Mittelpunkt stellt. Und apropos Tracht, der heurige Bauernherbst steht da unter dem Motto Tracht und Gewand. Und wenn ihr mehr zum Dirndl erfahren wollt, da haben wir auch schon mal ein Video gemacht, also schaut euch das gern an. Und du hast vorher schon Schmankerl erwähnt. Kannst du uns noch ein bisschen mehr dazu sagen, was sind denn so diese kulinarischen Schmankerl, die man auf dem Bauernherbst findet? Sehr gute Frage. Das Schöne am Bauernherbst ist, dass es natürlich ganz viel kulinarische Schmankerl gibt. Und das Schöne ist auch, dass das halt direkt von den Bauern von der Region kommt oder eben auch direkt von der Alm wie Butter oder Käse, die eben auf der Alm frisch gemacht werden. Und was ich auch super spannend finde, dass die Bäuerinnen auch Kochkurse geben und da eben diese traditionelle Zubereitungsorten oder Speisen einfach, Rezepte auch weitergeben, damit dieses Wissen nicht verloren geht. Das finde ich voll super. Da blenden wir euch jetzt nur ein paar so Leckereien und Schmankerl ein. Vielleicht habt ihr das eine oder andere schon mal gesehen oder gehört. Und was sind so deine Top 3 von den Schmankerl, würdest du sagen? Ja, ich würde sagen, ganz typisch sind die Bauernkropfen. Die kann man immer süß oder sauer essen. Auch die Apfelradeln sind ganz typisch und auch die Kaspressknödel.
Da haben wir auch schon mal ein Video dazu gemacht. Also wenn euch die Schmankerl interessieren, dann schaut euch auch unser Video zu dem österreichischen Essen an. Und für alle, die jetzt wirklich Lust gekriegt haben, auf den Bauernherbst in Salzburg zu gehen, kannst du uns nur sagen, wo man da am besten Informationen findet, wo was stattfindet? Genau, das ist auch noch wichtig. Wir verlinken euch unten die Website, wo ihr alle Veranstaltungen sehen könnt, die eben jetzt in dieser Bauernherbstzeit stattfinden. Da könnt ihr auch filtern fürs Datum oder für die Art von Veranstaltung. Also irgendwas werdet ihr euch sicher finden und wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß im Bauernherbst. Genau, danke, dass ihr dabei wart und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin nicht vergessen, gemeinsam macht Deutsch in Österreich doppelt so viel Spaß.